Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video. Es ist Montagabend bei mir und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, wer denn der eventuell neue Trainer sein könnte. Es gibt da einen Namen, der da groß rumkursiert und deswegen möchten wir darüber auch heute sprechen. Scheinbar soll das Auto von Tune gesichtet worden sein auf dem Parkplatz der Magdeburger. Ich möchte hier auch dann nochmal ganz klar was zu Fiedler sagen, eine Meinung. Und damit würde ich direkt anfangen. Fiedler war meiner Meinung nach erstmal ein sehr sympathischer Trainer, der mit einer der sympathischsten, den wir seit langer Zeit hatten. Ich würde sogar sagen, mit Krämer auf einem Niveau. Und meiner Meinung nach auch nochmal sympathischer als Härte, so hart wie es klingt. Ja, und deswegen habe ich ihn sehr gemocht. Fußballerisch hat er es auch vor allem in Phasenweise gut gemacht. Wenn du das Tor nicht triffst, kannst du nichts dafür. Auf dem Rasen dann hat es nicht gereicht. Auch das muss man klar sagen. Das ist der Kritikpunkt. Deswegen wird ein Trainer normalerweise entlassen. Jedoch muss ich auch sagen, dass sich klar bestimmte Personen immer hinter Fiedler gestellt haben. Und ich finde es richtig. Ein Kapitän stellt sich hinter Fiedler. Die ganze Mannschaft stellt sich hinter Fiedler. Und vor allem, was wichtig ist, ein Trainer stellt sich hinter Fiedler, der selbst das wahrnimmt, dass es manchmal nicht das ist, was es scheint. Vor allem auch, wenn ich von einem Hugonet höre. Wir sind selber schuld, wenn wir das Ding nicht reinmachen. Dafür kann der Trainer nichts. Da sind wir dann als Spieler einfach zu schlecht. Gebe ich ihm halt auch den Punkt definitiv. Weil die Spieler haben alle ihre individuelle Klasse. Manchmal ist es dann aber auch das Mentale, was dann reinspielt. Und ich glaube, das hat leider Fiedler noch nicht, um eine Krise zu überwältigen. Vielleicht ist das Einzige, was er nicht kann. Meiner Meinung nach ist er ein klarer Zweitligatrainer. Ich glaube, das sagt auch nicht ohne Grund Vincent Wagner, auch wenn es Freunde sind. Das sieht man auch, die ersten 15 Minuten gegen Elversberg waren top, gegen den aktuell besten Verein aus der zweiten Liga. Muss man auch dementsprechend sagen. Man hat gegen Hannover gut mitgespielt in Teilen. Auch gegen Karlsruhe war das nicht schlecht. Also er ist schon definitiv der zweiten Liga gewachsen und ich bin mir sehr sicher, dass wir da auch in Zukunft mehr von ihm hören werden, wenn sich der FCM wirklich gegen ihn entscheiden sollte, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Es kann auch sein, wenn ich das Video hier hochgeladen habe, dass es schon bereits entschieden ist. Deswegen wollen wir auch direkt zum eventuellen Nachfolger kommen, wo es auch mittlerweile relativ wahrscheinlich wirkt. Wie gesagt, das Auto soll scheinbar auf dem Parkplatz gesehen worden sein, Daniel Thune. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, welcher Trainer könnte zu uns passen. Ich habe sehr, sehr viele Trainer ausgeschlossen, sehr, sehr wenige überhaupt mit in die Partie genommen. Für mich gab es 3 Varianten, wie der FCM einen Abgang kompensieren könnte. Nummer 1 war bei mir Tim Walter, sehr, sehr lange auf dem Zettel. Ich habe sehr, sehr lange darüber nachgedacht, was wäre, wenn er kommt. Er hat bei Hamburg meiner Meinung nach es gar nicht so schlecht gemacht, passt vom System 4-3-3 offensiv. Also könnte da auch dementsprechend direkt mal reinpassen, funktionieren. Meiner Meinung nach aber ein sehr, sehr unsympathischer Mensch. Zumindest sehr, sehr arrogant, wirkt er egoistisch. Und das hat auch bei HSC City gezeigt, dass das überhaupt nicht geklappt hat mit eigentlich einem stabilen Kader. Dementsprechend ist das auch eine sehr, sehr riskante Variante gewesen. Einer, der eigentlich nur bei einem Verein funktioniert hat und dementsprechend war das für mich keine Option. Viele haben sich Markus Anfang, glaube ich, gewünscht. Anfang für mich absolut kein Trainer für den FCM. Passt überhaupt nicht rein. Ich bin sehr froh, dass er zu Düsseldorf gegangen ist. Er kam von mir aus da, jedes Spiel gewinnen, aber das wird nicht passieren. Ich denke mal auch, die Düsseldorf-Fans sind im Allgemeinen sehr, sehr unzufrieden mit dem neuen Trainer und hätten dann in dem Punkt lieber Daniel Thune behalten. Auch viele sagen, da ist es nicht immer Daniel Thunes Schuld. Mal schauen, ob das dann wirklich so stimmt. Und als dritte Option, auch einem Wörle hätte ich es sehr interessant gefunden. Jedoch muss man hier sagen, die Erfahrung in der zweiten Liga spricht vielleicht nicht ganz für ihn. Er hat aber einen 1,9er Punkteschnitt mit Ulm meines Wissens nachgeholt. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, dementsprechend kam da auch eine Leistung. Aber es wird sehr wahrscheinlich Thune. Und damit wollen wir nämlich auch direkt in die kleine Analyse gehen. Der FCM braucht
um noch die Klasse zu halten mit 40 Punkten. Ich denke mal, diese Saison wird es etwas weniger werden. Ich denke mal so Richtung 35 Punkte sollten es sein. Dann hast du die Klasse gehalten. Für 40 Punkte brauchst du aber einen 1,43 Punkte Schnitt, um das aufzurunden. Und das heißt, jedes zweite Spiel gewinnen. Zwischendurch kannst du dir nochmal einen Unentschieden leisten. Also, um 37 Punkte zu holen, wäre eine Reihenfolge von Sieg, Unentschieden, Niederlage genug. Das ist ein 1,33 Punkte Schnitt. Das sollte reichen. Das ist sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, ohne Unentschieden zu arbeiten, brauchst du 12 bis 13 Siege aus. Dementsprechend den letzten 26 Spielen, also jedes zweite Spiel gewinnen. Das ist die Aufgabe, die Mammutaufgabe, die muss ein Trainer jetzt bewältigen. Und das wird hart. Das ist ein guter 8. Platz eigentlich vom Punkteschnitt. Und wir haben hier einen Daniel Thun, der hat einen 1,25er aktuell mit Düsseldorf. Eine relativ ausgeglichene Bilanz. Davon hätte er aber wahrscheinlich auch Spiele nicht verlieren müssen. Anderer Kader zudem, wahrscheinlich noch ein qualitativ besserer Kader. Ich möchte hier aber auch eins ganz klar sagen. Der Kader ist nicht das Problem meiner Meinung nach, sondern die Mentalität. Ich bin der Meinung, dass wir einen sehr, sehr guten Zweitligakader haben. Wir haben gute Spieler. Wenn der neue Trainer schafft, Spieler wie Matthiesen und Hugonet wieder auf ein Niveau zu bringen, wo sie einmal waren, kann es sehr interessant werden. Wenn der neue Trainer es schafft, falls ein neuer Trainer kommt, einen der Stürmer auf ein Niveau zu bringen, was ähnlich bzw. nur annähernd zu vergleichen ist mit Cars, sind wir wieder da. Und dann könnte es passieren, dass wir diesen Punkteschnitt knacken. Aber nur wenn das wirklich passiert. Wir brauchen einen Markus und einen John auf Höchstniveau mal wieder. Das wäre sehr, sehr schön. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel Thun so ein Trainer ist. Der ist ein unglaublich sympathischer Mensch. Das spricht für ihn auch. Das habe ich sehr, sehr lange gesagt. Hat grundsätzlich mit der Fortuna einen Punkteschnitt von 1,72. Wie gesagt, qualitativ besserer Kader. Trotzdem war er oft schon im Aufstiegskampf dabei. Er weiß, wie der Zweitliga-Fußball funktioniert. Und das nicht erst seit gestern. Hat jetzt aber eine Saison unterperformt. Das passiert nach 135 Spielen und, glaube ich, 4 Saisons bei der Fortuna. 2022, 21, 22, das sind 4 Saisons. Das ist ganz normal im Fußballgeschäft. Das passiert. Und deswegen, ich persönlich bin eigentlich ein großer Fan von Daniel Thun und auch meiner Meinung nach ist es ein Trainer, der grundsätzlich vom Namen nicht in die zweite Liga gehört, aber lange darum stolpert und eigentlich nie wirklich Gesprächsthema bei einem Höheren ist. Hat auch die Idee 4-3-3 offensiv, das habe ich ganz vergessen zum Anfang. Ist erfahren, das wünschen sich ja auch viele. Es ist für die aktuelle Situation menschlich sehr, sehr ähnlich wie Fiedler, sportlich erfahrener und vielleicht nochmal mit mehr Lösungen und mit sehr, sehr viel Erfahrung, wie gesagt, in dieser Liga. Die einzigste und beste Option aktuell, die der FCM ziehen könnte. Es gibt nur 1 oder 2, muss man auch hier ganz klar mal sagen. Entweder man macht es mit Fiedler oder man macht es mit Daniel Thun. Für mich gibt es aktuell keine andere Option. Und deswegen, wenn er wirklich gesichtet wurde, bin ich auf der einen Seite sehr, sehr traurig für Markus. Finde ich es sehr, sehr traurig. Wie gesagt, er ist meiner Meinung nach ein Zweitligatrainer. Nicht ohne Grund wird er dauerhaft in Schutz genommen von jeglichen Namen. Auch die ganzen Analysten, die sich sehr gut in diesem Bereich auskennen, schützen einen Fiedler. Aber manchmal will es einfach nicht. Und so ist das Leben. Wie gesagt, ich bin mir sehr sicher. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf den Kader ein. Dominik Reimann. Grundsätzlich, wenn man ihm wirklich sehr, sehr viel abredet, ganz unterer Zweitliga-Keeper, er ist Minimum Klassenerhalt-Niveau, bin ich mir 100% sicher. Meiner Meinung nach eigentlich im Mittelfeld-Torhüter. Dann haben wir John Hugonet und Matthiesen. Letztes Jahr waren die mit einer der besten Verteidiger der Liga. Wenn sie auf dieses Niveau wieder kommen, ist alles machbar. Max Geschwill, keine Ahnung, juckt mich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich absolut irrelevant aktuell. Heber, Rudi, auch die haben ein Niveau.
Ein Müller hat ein Niveau, was definitiv zweitligatauglich ist, wenn sie in Form sind. Luba Musona hat es eigentlich auch aktuell aber richtig schlecht drauf. Woran das liegt, wer weiß. Vielleicht ist es da eine mentale Sache. Samuel Lürik ist jetzt auch wieder fit. Ich hoffe, er nimmt nur mal sich den Step und geht nochmal einen Schritt nach vorne, dann ist er definitiv auch auf einem Niveau. Sogovic hat gezeigt, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Hürrien definitiv ein Zweitligaspieler von oberer Klasse. Silas Gnaka, unteres Mittelfeld aktuell, muss man auch dann so ehrlich sagen. Aber trotzdem, da hast du noch sehr viel Entwicklungspotenzial mit Stahlmacht, der definitiv auch ein gutes, sehr, sehr gutes Drittliganiveau hat. Ein Hecke, auch gutes Drittliganiveau, muss man halt ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Laurin, für mich der beste Spieler aktuell im Kader. Was spielerisch angeht, ist er wirklich eine ganz andere Klasse da vorne und für mich jetzt schon erstligareif. Wenn er noch ein bisschen besser in der Entscheidungsfindung wird, dann haben wir einen Zane, ein guter Routinier eigentlich. Barisch Artig. Über ihn muss ich ja nicht sprechen, denn er kann es. Und da bei ihm merkt man wirklich, es ist ein mentales Ding. Diawara hat mir auch nicht schlecht gefallen gegen Karlsruhe, da kann auch noch was kommen. Pesch, genau das gleiche. Maggi, ich halte ihn mal ganz weit bedeckt, bin mir aber sicher, dass er diese Saison noch seine Chance bekommen wird. Gerieb sowieso, er hat das Niveau für zweite Liga definitiv. Bräunig, da rate ich ihm das Zweitliganiveau ganz schnell ab, denn für mich ist das aktuell der schlechteste Stürmer in dieser Liga, sogar hinter Schuler. Und Herr Wu, bin ich mir auch sicher, dass er dieses Zweitliganiveau hat. Muss aber irgendwie nur seine Beine finden. Ormström, so traurig wie es ist aktuell unser bester Stürmer im Kader. Wenn du hier eine Entwicklung schaffst und bei diesen zwei Herren eine Entwicklung schaffst, bin ich mir sehr sicher, dass diese Klasse drin ist. Und da verwette ich sehr, sehr vieles drauf. Denn der Kader ist nominell definitiv zweitligatauglich. Jetzt muss ich nur eine Mannschaft finden. Und damit würde ich sagen, war es das heute? Lasst ein Like und ein Abo da. Eure Meinung sehe ich sehr, sehr gerne in den Kommentaren.